Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zum Teil 7 deines Wind- und Wellenschalls. Auch hier habe ich wieder die Charts für dich vorbereitet in 3 Teilen. Das heißt, du hast wieder hier das Wellenmuster in der Vergrößerung, dann hier das Lace-Muster ebenfalls in der Vergrößerung mit dem rot eingezeichneten Rahmen, der den Musterrapport wieder darstellt, der stets wiederholt wird, und hier oben nochmals die ganze Chart. Und wie wir das nun stricken, zeige ich dir jetzt. Und zwar habe ich bereits wieder ein bisschen vorgearbeitet, das heißt, die Wellenreihen habe ich schon gestrickt und dann wechseln wir ein letztes Mal zu der Farbe Light Blue und da habe ich auch schon die ersten 2 Reihen glatt rechts gestrickt. Also das heißt, auf der Chart sieht das so aus. Hier sind die ersten 5 Reihen des Wellenmusters und hier die 2 Reihen glatt rechts in Light Blue. Und wir beginnen nun mit Reihe 3 des Lace-Musters und das stricken wir wie folgt. Ich habe wieder meine 3 Maschen rechts, mit denen ich starte. Dann stricke ich einen Umschlag, 2 Maschen rechts und dann hier habe ich das überzogene Abnehmen. Das heißt, ich hebe eine Masche wie zum Rechtsstricken ab, stricke die zweite rechts und hebe die erste über die zweite. Dann stricke ich 2 Maschen rechts. Dann habe ich hier der Musterrapport, der hier nun startet. Das heißt, ich stricke 2 Maschen links, einen Umschlag, 2 Maschen rechts, das überzogene abnehmen und Ende mit 2 Maschen rechts. Diesen Musterrapport wiederhole ich jetzt bis ans Ende der Reihe und ende wieder mit einem Umschlag und 3 Maschen rechts. Wenn du am Ende der Reihe angekommen bist, dann wendest du die Arbeit wieder auf die Rückseite, strickst die ersten 3 Maschen rechts, alle folgenden Maschen links und die letzten 3 Maschen der Reihe wieder rechts. Dies gilt für diese und alle folgenden Rückreihen und ich werde dies nun nicht mehr separat erwähnen. Wir kommen nun zu Reihe 4 der Chart. Diese wird wieder genau gleich gestrickt wie die vorhergehende Reihe, jedoch verschiebt sich das Muster wieder um eine Masche und dann erhalten wir wieder hier diese Schrägung, die dann eine Welle ergibt. Also ich stricke wieder zuerst meine 3 Randmaschen, dann eine Masche rechts, ein Umschlag, 2 Maschen rechts, das überzogene abnehmen und eine Masche rechts. Dann kommt hier wieder der Musterrapport, das heißt, ich stricke 2 Maschen links, eine Masche rechts, ein Umschlag, 2 Maschen rechts, das überzogene abnehmen und eine Masche rechts. Das sieht dann so aus. Du wiederholst jetzt nun diesen
Mustersatz wieder bis ans Ende der Reihe und endest wieder mit einem Umschlag und 3 Maschen rechts. Reihe 5 wird ebenfalls wieder gleich gestrickt wieder wie die vorhergehenden. Dies zeige ich jetzt nicht nochmal separat. Ich denke, du bist in der Lage, dies nun zu stricken. Dann Reihe 6 strickst du alles rechts und hier kommen dann immer wieder 2 Maschen links dazwischen. Also das heißt, beim Rapport 2 Maschen links und dann hast du 6 Maschen rechts, wieder 2 links, diese Reihe ebenfalls wiederholen und dann sehen wir uns bei Reihe 7. Wir sind nun bei Reihe 7 der Chart angelangt und ich zeige dir nun, wie man diese Reihe strickt. Und die nachfolgenden kannst du dann wieder selbstständig arbeiten, da sich ja die Reihen wiederholen, einfach jeweils sich um eine Masche verschieben, wie wir es hier schon in den ersten Reihen gestrickt haben. Der einzige Unterschied ist, dass wir hier nun 2 Maschen rechts zusammenstricken. Also das heißt, ich starte wieder mit den ersten 3 Maschen, die Randmaschen sind. Dann stricke ich 2 Maschen rechts und dann hier, wie gesagt, die 2 Maschen rechts zusammenstricken, 2 Maschen rechts, ein Umschlag und dann komme ich schon hier wieder zum Maschenrapport, wo ich dann wieder meine 2 Maschen links, 2 rechts zusammen, 2 rechts, ein Umschlag stricke. Also das heißt, die 2 Maschen links habe ich jetzt gerade gestrickt, dann die 2 Maschen rechts, 2 rechts zusammen, wieder 2 rechts, ein Umschlag und wieder die 2 links. So, das sieht dann so aus. Hier der erste Teil der Chart geht so nach links, der zweite neigt sich nun nach rechts. Also du kannst jetzt nun diese Chart fertig stricken. Der erste Teil, kannst du sehen, wiederholt sich hier oben nochmals. Also das ist eigentlich nochmals das gleiche, wie wir unten gestrickt haben. Und wenn du dann hier bei Reihe 18 ist, sehen wir uns dann nochmals wieder. Du hast nun die Reihen 1 bis 17 der Chart gestrickt. Und nun strickst du noch die Reihen 18 und 19. Das sind 2 Reihen glatt rechts und dann ist Teil 7 dieses Wind- und Wellenschals beendet. Und wenn du das richtig gestrickt hast, dann sollte dein Muster jetzt so aussehen. Und zwar haben wir hier wieder schön diese Wellen, die sich in der Längsrichtung hier bewegen. Wir haben nun, wie gesagt, Teil 7 des Schals gestrickt und bevor wir nun zum Teil 8 kommen, kannst du dir überlegen, falls du das Gefühl hast, dass dein Schal zu kurz ist, dann kannst du hier jetzt noch Muster dazwischen schieben. Es kommt immer darauf an, wie du strickst, ob du eher locker strickst oder eher fest. Je nachdem ist natürlich dann variiert hier die Länge der einzelnen Teile ein bisschen. Was du aber unbedingt berücksichtigen solltest, ist, am Ende, wenn wir
Teil 8 gestrickt haben, werden wir den ganzen Schal noch zuerst waschen und dann spannen. Das ganze Tuch wird sich dann also noch um 10 bis 15% vergrößern, je nachdem, wie du halt gestrickt hast. Also je lockerer, desto mehr kannst du noch spannen, je fester, desto weniger wird gespannt. Wenn du also jetzt das Gefühl hast, du möchtest den Schal noch größer stricken, dann kannst du dir ein beliebiges Muster nehmen aus den vorhergehenden, das dir vielleicht besonders gut gefällt oder du gerne gestrickt hast. Und dann kannst du dieses Muster zum Beispiel dann hier zwischen Teil 7 und 8 nochmals dazwischen fügen. Da wir hier nun natürlich aber Streifen gestrickt haben, also das heißt, nach diesem blauen käme jetzt noch der Abschluss, also Teil 8 in weiß. Und wenn du hier natürlich jetzt einen Streifen dazwischen strickst, dann solltest du dir natürlich dann überlegen, wenn du nur einen Streifen strickst, dann wird der Abschluss dann Teil 8 wird blau werden. Wenn du das natürlich nicht möchtest, dann müsstest du jetzt 2 Teile noch dazwischen schieben, also 2 so ganze Teile. Da musst du dir jetzt halt natürlich ausrechnen, wie groß du deinen Schal haben möchtest. Und wenn du noch ein Muster nimmst, das wir schon gestrickt haben, einfach darauf achten, dass du dann in der Breite hier das Muster dann passend machst. Du hast jetzt also, wie gesagt, Teil 7 deines Schals fertig gestrickt und hier kannst du noch schon ein kleines bisschen blinzeln, wie es dann mit dem letzten Teil und Teil 8 weitergeht. Dann freue ich mich, dich bald begrüßen zu dürfen zum Endspurt des Wind- und Wellenschals.